So, ihr Lieben, mitten in der Nacht. Körperlich wird es anstrengend, aber wir haben noch Großes vor. Wir sind am ältesten Nachtclub in Frankfurt, der Pick Dame. Und irgendwo haben wir ein Date mit dem Max. Tobi! Der Alles gut? Wie geht's dir? körperlich nicht mehr ganz auf der Höhe, ist eine lange Das ist mein Nacht. Bruder Tobi. Grüß Ihr kennt dich. euch noch Hi. nicht? Servus. Hi. Okay, jetzt haben wir Wochenende. Sieht es jeden Abend so aus? In der Regel schon. Die Leute kommen gerne, die Leute mögen unser Konzept, die haben Spaß. Das ist das, was wir anbieten. Was müsste ich mitbringen? Also würde ich so jetzt reinkommen bei euch? Ganz entscheidend ist für mich die Art und Weise, wie du an die Tür kommst. Ich habe eine extrem kommunikative Tür. Zusätzlich habe ich einen meiner Residents, der auch immer auch an der Tür ist, der die Leute, die auch lange warten müssen. Resident heißt einer Resident der, DJs, der genau, auflegt ist normalerweise. Genau, das Okay. ist der Mann hier im Zylinder, der unterhält die Leute Okay. und sorgt dafür, dass die Leute auch weiterhin Spaß haben. Okay, also sehr, sehr gut. Dompteur, verzeih, ich musste den Tobi gerade mal vorstellen. Das ist der Tobi. Tobi, Hallo. schön, dass du hier bist. Du entertainst Leute, wenn sie warten, ist das richtig? So sieht's aus. Okay. Man kann sich den Eintritt durch Spiele verdienen. Aber du bist ja heute mit Max da, deswegen kommst du direkt. Was Glück. Max, wollen wir uns mal reinwerfen? Ja, wir gehen mal rein. Ja, okay. Hinein in den Spaß. Es wird jetzt voll und wild. Gute Laune. Seit 1959 wird die Pick Dame in Frankfurt schon betrieben. Von Max in dritter Generation. 2021 hat er den Laden übernommen. Das Besondere, der Eintritt ist kostenfrei. So, Tobi, Unten geht's weiter, habe ich gerade erfahren. oben haben wir Hip-Hop, Dance Classics, unten haben wir elektronische Musik und Techno. Max holt namhafte DJs und Top-Acts in seinen Club, der sich weit über Frankfurt hinaus einen Namen gemacht hat. Ich will mehr erfahren. Es geht Backstage. So, Dann hereinspaziert. hereinspaziert. Das ist das Büro. Das ist das Büro. Verzeiht, ist ein bisschen unordentlich, Ach, guck mal, aber muss ja alles real sein. die hängt aber unten auch, oder? Genau. Die Dame hinter dem DJ-Pult. Lawrence, ganz enger Freund von mir, hat es nachmalen lassen. Hintergrund von diesem Bild, das seit über 30 Jahren in der Pik Dame hängt, ist, dass wir einen Gast hatten, der schön gesoffen hat, konnte aber den Deckel nicht machen. Und dann hat mein Onkel gemeint, er muss sich irgendwas einfallen lassen. Viel Durst, wenig Geld. So sieht's aus. Ja. Und er hat meinem Onkel dann angeboten, er kann noch ein Bild malen und hat dann dieses Bild gemalt, das bis zum heutigen Tag fast schon ein Markenzeichen der Pik Dame Ja, geworden ist. irre. So. Ich glaube, wir setzen uns am besten, oder? Okay. Max, jetzt hilf mir noch mal ganz kurz. Der Opa hat die Pik Dame gegründet. Genau. So. Und dann hat er sie aber nicht an dich übergeben, sondern dann an deinen Papa erst? Genau, Papa und Onkel, das war die zweite Generation. Ich bin seit 2021 in der dritten Generation hier und leite die Pik Dame. War das dir, oder wann war dir klar, dass das ein Plan für dich ist? Ich bin ja eigentlich aktiver Profisportler, ich komme aus dem Kampfsportbereich und mir war erstmal ganz wichtig, dass ich so meinen eigenen Weg finde, dass ich nicht sage, okay, ich setze mich jetzt hier sozusagen mit rein in den Club und bin dann erstmal Sohn. Ich habe mir mein eigenes Ding aufgebaut. Ja. Mein Vater ist jemand, der sehr viel Wert auf Respekt legt und den muss man sich verdienen. Es ist alte Schule, es ist eine harte Schule, aber den Respekt habe ich mir verdient. Und mein Vater hat gefragt, hey, hör mal zu, Sohn, so und so sieht's aus. Entweder wir machen weiter, du machst weiter
oder wir werden die Gewerbefläche einfach vermieten oder wir machen ein Hotel draus, aber dann hat das Thema Pik Dame und Familiengeschichte, das wäre dann zu Ende gewesen. Und dadurch, dass du aber dein eigenes Ding hattest, konntest du dann quasi mit warmem Herzen sagen, ich mach's. Klar, also es gab immer zwei Sachen, die mich verbunden haben. Das waren einmal und ganz hart geprägt, das war einmal der Kampfsport und einmal gerade diese Geschichte mit dem Nachtleben, mit Musik und das ist Teil von mir. Ich lebe das, ich bin hier praktisch gezeugt in diesem Club. Meine Mutter war Stripperin bei meinem Großvater, so hat sie meinen Vater kennengelernt und es wäre doch schade gewesen. Könntest du dir vorstellen, was ich jetzt in dieser Nacht, wo wir unterwegs sind, verstanden habe? Das ist schon ein besonderes Leben, ne? Also Nachtleben. Das ist anstrengend, das ist herausfordernd und man sieht nicht so oft die Sonne. Die meisten jedenfalls. Ich sehe sie oft. Die Sache ist, man muss sich natürlich entscheiden. Und ich habe mich für dieses Leben entschieden. Ja. Mein Privatleben ist sehr rar. Ich habe natürlich auch kurze Nächte. Aber ich bin so aufgewachsen, ich kenne es nicht anders. Ja. Es ist mein Leben. Und solange ich das machen kann, ohne dass ich darunter leide, ziehe ich es durch. Ja. Wie ist denn das, mit so jemand zu arbeiten? Ich würde sagen, Arbeit ist es nicht, oder? Das ist mein Spielgefährte. Wir spielen jedes Wochenende. Wir haben viel Spaß miteinander. Was kann man euch wünschen? Noch viel Freude auf der Spielwiese? Ja. Viel Erfolg beim Kampfsport? Danke sehr. Pass auf dich auf. Schön, dass du da warst, Tobi. Ja, ganz, ganz toll. So, und jetzt gehen wir noch ein bisschen spielen. Okay? Ja. Während in der Pik Dame die Party langsam zu Ende geht, endet auch die Nacht.